Döner. Jalla, gib ihm. Einmal bitte. Ich bin wieder da. Du hast das Gefühl, du kämpfst an gegen etwas, wo du nicht gewinnen kannst. 25% of these cases will not get back to football. That's the reality. In dem Areal kann man sich keine schlimmere Verletzung zuziehen. Was heißt das? Ich bin jetzt 6, 7, 8 Monate raus. It's a tough game that he's having. Dass er wieder ganz, ganz stark zurückkommt. Das ist so ein Moment, wo ich sagen kann, die Doku Fate Over Fear ist vorbei. Fakt ist, das wird mich nicht abhalten vom Glauben. Alright, 3, 2. Er hat Tag 300, neue Frisur, es ist kalt, aber ich bin auf dem Platz. Man darf das nicht verwechseln und unterschätzen. Ich war ja schon vor ein paar Monaten auf dem Platz und dieses Gefühl, was ich jetzt habe und was ich damals hatte, kannst du nicht vergleichen. Ich kann laufen, passen, Flugbälle spielen und das alles ohne Probleme. Heute vor 361 Tagen habe ich mich verletzt. Bin jetzt erstmal wieder auf dem Platz mit euch. Ich freue mich unfassbar. War eine harte Zeit. Auch wenn wir alle da sind, das ganze Reha-Team, das immer mich unterstützt haben. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, jetzt geht's bergauf. Das erste Mal, wo ich nach knapp einem Jahr wieder mit der Mannschaft trainieren durfte. Ich habe da sehr lange drauf hingearbeitet, habe mich sehr darüber gefreut. Du hast viel durchgemacht. Schon einen großen Respekt vor, weil es dann das erste Mal wirklich so ist, dass du ein bisschen in Zweikämpfe kommst und auch Körperkontakt hast. Der Trainer hat es dann auch nochmal angesprochen, pass ein bisschen auf, nicht jetzt unbedingt da reinspringen in Zweikämpfe. Für mich galt natürlich das Gleiche, dass ich jetzt nicht so wie ein Verrückter in Zweikämpfe gehe. Wenn du da ein, zwei Mal so Zweikämpfe hattest, wo du sagst, boah, okay, jetzt habe ich durchgezogen, der Gegenspieler auch und alles ist gut, alles hat gehalten, das gibt dir nochmal so einen Push und dann weißt du, okay, ich bin auf einem guten Weg. Es gibt immer einen Grund zu danken. Ich bin sehr dankbar und die Sonne scheint heute in diesem Dezembertag nur für Benny. Benny, wann ist das erste Spiel? Heute war das erste Training. Geht's dir gut? Alles gut, danke Sehr schön. schön. Also, ich kann festhalten, erstes Training war sehr gut. Mehr gemacht, als ich gedacht habe. Bin sehr glücklich, wieder zurück zu sein. Und einfach nur dankbar. Dankbar, dass Achillessehne gehalten hat. Du warst so gut als ever. Du warst ganz genauso wie der Benny. Deine rhythmische, tanzliche Bewegung, als ihr hier diese Einführung... Tanzbewegung. Ja, good, like, you have your rhythm. Du weißt, ich habe Fußball gespielt, ne? So drehen und so, du hast halt immer nur... Genau. Alles gut gemacht? Ja. Guter Ding, hat alles gehalten. God is good all the time. War sehr gut. And all the time. Sehr gut. Während die Jungs dann alle Winterpause hatten und alle im Urlaub waren,
habe ich mir selber gesagt, dass ich trainieren will, dass ich die Zeit brauche, um fit zu werden. So ist dann auch dazu gekommen, dass ich dann einfach durchtrainiert habe und bin dann im Januar direkt mit der Mannschaft ins Trainingslager geflogen. Ich habe mich so gut vorbereitet, dass ich im Trainingslager jede Einheit mit der Mannschaft mitmachen konnte. Ich war halt wieder direkt Teil des Teams, auf dem Platz und neben dem Platz. Und das gibt einem schon ein gutes Gefühl, weil du warst halt sehr lang raus. Man hat es dann auch gemerkt, so voller Spielfreude war ich auf dem Platz und es hat einfach nur Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Mit der Mannschaft trainiert wieder, ich muss das ja gar nicht mehr erwähnen, ist ja jetzt so Standard. Ja. Wir haben eine Spielform gemacht, relativ viel freies Spielen und alles gehalten. War gut. Sah auch gut Assist aus. gemacht. Ich bin sehr happy und froh dabei zu sein. Wenn die mir jetzt sagen, die Athletiktrainer nach dem Training, ich muss noch Läufe machen und keine Ahnung was, ich mache das mit Herz. Weißt du, ein Unterschied. Du musst dir ja vorstellen, vor einem Jahr konnte ich nicht mal gehen. Ja. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich einfach alles, was sie sagen, ich mache das, ohne irgendwie drüber nachzudenken, ob es anstrengend ist oder nicht, weil ich einfach kann, weißt du? Und es ist schon ein großer Unterschied. Ich hatte dann auch ein Gespräch mit dem Trainer nach dem Trainingslager, der dann gesagt hat, dass er sieht, dass ich wieder da bin, dass er sich sehr freut darüber. Und er hat mir dann noch gesagt, dass er mich beim ersten Spiel noch im Kader sieht gegen St. Pauli. Einfach weil es noch Trainingsrückstand ist. Und ich saß dann mit einem Grinsen im Trainerbüro und habe gesagt, es ist gar kein Problem. Ich bin einfach nur froh und dankbar, dass ich das gerade alles wieder so erleben darf. Da hatten wir halt das erste Rückrundenspiel gegen Bayern. Und das war dann auch das erste Mal nach 393 Tagen nach Achillessehnenriss, dass ich wieder im Kader war. Das ist der 17. Januar 2026. Das heißt, ich habe über ein Jahr keinen Fußball gespielt, hatte kein Spiel. Und ja, wie solche Geschichten halt geschrieben werden. Ich spielen wollte gegen Bayern. Das ist pure Vorfreude. Ob ich heute spiele oder nicht, wäre natürlich eine unfassbare Story, wenn ich heute spiele. Aber einfach auch wieder dabei zu sein, diese Abläufe zu haben, jetzt loszufahren, anstelle von ich stehe jetzt auf und gehe mit Ace raus. Meine Samstage gehen wieder in Richtung von Bundesliga, von Spieltagen. Ungewohnt natürlich, weil du hast jetzt über das letzte Jahr komplett andere Abläufe. Aufregung sowieso. Einfach weil das so Kleinigkeiten sind. Ne? Ja, wie ist das jetzt in Mannschaft so? Es wird mein Platz geklaut, ist jetzt ein neuer, muss ich da kämpfen? Da sind viele neue Sachen und ich freue mich einfach über alles, was ich heute mitnehmen kann. Wir haben schon einen Interviewton von dir, wo du sagst, du kommst rein, es gibt einen Freischuss, du haust den rein und alle rasten aus. Jetzt, das steht heute schon auf dem Zettel, ne? Also. Das sagt man so in so einem Moment, wenn man so weit weg ist von dem Comeback, dann wünscht man sich natürlich, hat man sein Wunschszenario. Gut, ich würde es immer noch so nehmen, ne? Ich komme rein, schieße einen Freistoßtor und wir gewinnen. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Aber kennst du auch, solche Geschichten schreibt der Fußball. Deswegen, ich bin sehr offen. Einfach nur danke. Danke. Es ist nicht jeder, die so eine Situation erlebt hat, die alles gut gegangen ist, dass die wieder auf dem Feld stehen kann. Geduld, Durchhaltevermögen, Hoffnung, Kraft, Stärke. Ich bin einfach nur erleichtert und glücklich für ihn. Und ja, schön zu sehen, dass er wieder strahlt. Emotionale Achterbahnfahrt habe ich gerade hier. Ich bin hier hingelaufen zum Stadion, habe die Stimmung wieder gesehen, wie es ist und ich habe es schon sehr vermisst. Ich würde mich freuen, wenn der Benny reinkommt, ein paar Minuten bekommt. Oh mein Gott! Was? Fade over 4, Geduld zahlt sich aus, Benny. Krass, krass.
glaube, das sind so Momente, wo du wirklich weißt, was du durchgemacht hast. Die Fans empfangen dich nach 393 Tagen Verletzung so im Stadion wieder. Als wir rausgekommen sind, haben die auf meinen Namen gerufen. Hab das natürlich mitbekommen, da mit dem Banner, und jedes Mal, wenn ich dann so kurz rüber geguckt habe, kamen so direkt Tränen und es war halt sehr emotional. Ich habe damit nicht gerechnet. Das hat mich ein bisschen überrascht getroffen. Ich bin aber mega happy und freue mich, dass einfach so viele Menschen auch daran Anteil nehmen. Beim Aufwärmen ist deine Mannschaft ist eine Hälfte, die gegnerische Mannschaft eine anderen. Und an erster Stelle ist dann Jonathan Tah gekommen. Er hat dann noch von Anfang an gespielt, das heißt, er war auch sehr drin und ist dann einfach zu mir gekommen, hat sich dann sehr gefreut, mich zu sehen, hat dann gefragt, ob wirklich alles gut ist. Und sagt, wir reden nach dem Spiel. Und haben wir nach dem Spiel auch dann gemacht. Jo war dann in dem Spiel auch auf der Bank, kam auch, glaube ich, aus einer Verletzung zurück und ist auch nochmal zu mir gekommen. Habe ich mich nochmal bedankt, weil ich es auch nicht selbstverständlich gesehen habe, wie sehr er mir geholfen hat, wie sehr er auch wirklich für mich da war. Hat er auch gefragt, wie sieht's aus, bist du komplett fit? Ich sage, ja, ich bin wieder da. Und hat er auch so gejubelt, seine Faust so rausgeschreckt nach dem Motto, die haben schon ein Tor gemacht. Unabhängig von deiner Mannschaft, von deinem Verein, von den Fans, die sowieso alle hinter dir stehen, hast du noch mehr Leute, die hinter dir stehen, die sich für dich freuen, und das ist ein schönes Gefühl. Sich in München zu verletzen und dann wieder im Kader zu sein nach 393 Tagen gegen Bayern, ist schon eine Wahnsinnsstory. Ich glaube, hätte ich die besser schreiben können, wäre es nur so gewesen, dass ich noch eingewechselt worden wäre und ein Freischusstor gemacht hätte. Dann wäre es so das perfekte Ending. Am Ende habe ich ja nicht gespielt, was da für mich gar kein Problem war. Ich bin sehr dankbar, was die Fans auch heute gemacht haben. War kurz vor den Tränen. Ich glaube, auch wenn ich heute reingekommen wäre, wäre es nicht ohne Tränen gegangen, weil ich einfach nur dankbar bin. Und ja, ich glaube, im Großen und Ganzen für mich persönlich ein gelungener Tag, auch wenn wir verloren haben und ich nicht gespielt habe, kann ich mich doch sehr glücklich schätzen. Man macht sich halt so Gedanken während der Reha, was wäre für dich das perfekte Szenario, aber ich glaube, das perfekte Szenario, im Nachhinein ist man immer schlauer, das perfekte Szenario ist einfach nur wieder auf den Platz zu kommen, und dann ist es auch egal wann und gegen wen. Es ist Tag 400 und ich bin gerade in Heidenheim. Hoffentlich werde ich heute mein Comeback feiern. Ich freue mich sehr auf diesen Tag. Und ja, hoffe, dass das Spielstand es hergibt, dass ich reinkomme, dass ich heute meine ersten Minuten sammle und ich endlich wieder spielen kann. Ihr seht das Wetter. Es ist unfassbar kalt hier, man sieht nicht mal irgendwas. Alles gefroren. Aber glaub mir, wenn du so eine Zeit hast von 400 Tagen, wo du nicht gespielt hast, dir ist alles egal. Es kann regnen, schneien, donnern, gewittern, ist egal. Du willst einfach nur spielen, du willst einfach nur wieder auf dem Platz stehen, und ja, wir hatten jetzt unseren Spaziergang, wir haben gleich nochmal Mittagessen und dann Besprechung, dann gehen wir zum Spiel, und ja, ich hoffe, dass heute der Tag sein wird, wo ich endgültig diese Verletzung, diese Reha hinter mir lassen kann und ich endlich wieder spielen kann. Weißt du, in so einem Moment denkst du dir schon, okay, es steht 3-0 für uns. Es ist jetzt 80., 82. Minute. Ich glaube, es könnte gleich soweit sein. Und in dem Moment, wo der Trainer mich gerufen hat, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Now we'll have the moment. Reid Labaku is going to be the man for the first time in over a year. Benjamin Henrichs is back in Bundesliga action. The travelling fans make themselves heard in appreciation of Benjamin Henrichs and his long, long road to recovery. Ich glaube, dass ich da so viel im Kopf hatte, wo ich da durchgegangen bin, und alles halt genau für diesen Moment. Das war das größte Ziel, wieder auf den Platz zu kommen.
Ich glaube, das ist unfassbar emotional für mich. Ich habe da wirklich probiert, stark zu bleiben und ein Mann zu sein, nicht zu weinen, aber ich hatte keine Chance. Das war in dem Moment einfach so viel für mich. Ich habe so viel Liebe empfangen in dem Moment und es ist einfach so alles über mich gekommen. Wenn so ein Moment kommt, auf den du lange hingearbeitet hast, du hast nicht aufgegeben, du hast gekämpft und da bist du wieder. Ja, ich bin sehr froh, dass ich jetzt wieder am Platz stehen kann. Ich glaube, der Empfang von den Fans, von der Mannschaft, vom Staff, alle drumherum, das viele ein bisschen unterschätzen. Das letzte Mal, als ich auf dem Platz war, sah die Mannschaft ein bisschen anders aus. Wir hatten Openda, Xavi, Šeško. Und jetzt haben wir komplett sehr, sehr viele Neuzugänge. Viele, die mich erst mit der Verletzung kennengelernt haben. Und ich glaube, wenn die sich dann am Ende so freuen für dich und dir von der Bank aus alles Gute wünschen und dann auch auf den Platz direkt nach dem Spiel kommen, ich glaube, dann spricht es schon für die Mannschaft an sich, aber auch, dass ich in der Mannschaft gut ankomme. Wie gehen wir in das Spiel gegen St. Pauli? Ich habe keine Ahnung, aber bitte lass mich meine Familie, mein Baby, danke dir. Natürlich, sorry. Ich glaube, das ist echt etwas, auf das ich sehr stolz sein kann. Ich glaube, man muss sich dann immer so vor Augen halten, okay, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich schon Nationalspieler bin, Champions League gespielt habe, Bundesliga gespielt habe, international gespielt habe, also auf höchstem Niveau und habe das alles schon erreicht und wie dankbar ich dafür sein kann, weil ich glaube, wenn diese Verletzung kommen wäre, in einem Alter zwischen 17 und 18, 19, weiß ich nicht, ob ich heute da wäre, wo ich bin. Das Gleiche geht auch so ein bisschen für die Leute, die um dich herum sind, weil die Close Ones, die jetzt da sind, die sind ja auch schon länger da und die haben auch schon einen Weg mit mir durchgemacht, so viele verschiedene Höhen und Tiefen. Und ich glaube, das ist immer gut, wenn du Leute hast, auf die du dich verlassen kannst. Stimmt's, Cousin? Es ist immer gut, wenn du Leute hast, auf die du dich verlassen kannst, die immer für dich da sind, egal was passiert, egal in welcher Situation, egal in welcher Lage du dich selber befindest. Und das Gleiche ist natürlich dann auch andersrum. Und ich glaube, das ist schon extrem wichtig. In dem Moment, wo du halt weißt, okay, die Option besteht, dass du wieder im Kader bist, dann bist du einfach wieder drin. Dann fängt das Reisen wieder an, dann bist du wieder weg von zu Hause, bist wieder voller Adrenalin, weil du in verschiedenen Stadien spielst. Und das ist so ein Mix gewesen zwischen, ich bin endlich wieder zurück, ich kann wieder spielen. Jede Einheit, ob es Läufe sind oder Krafttraining oder was auch immer, alles macht mir Spaß. Und ja, die andere Seite war, ich will spielen. Gegen Bayern das erste Mal, weil ich im Kader war, habe ich auch nicht wirklich mit gerechnet, dass ich reinkomme, weil du hast am Spielverlauf schon gesehen, das wird schwer. Dann gegen Heidenheim habe ich dann gespielt und dann fängt halt der Kopf an. Du bist halt dann trotzdem Fußballer und dann fängst du halt an, okay, ich will jetzt spielen, ich will jetzt auf dem Platz sein, ich will der Mannschaft helfen und im Training läuft es auch gut. Das sind so Momente, wo man in der Reha auch sehr viel gelernt hat, auch mit Geduld, wo ich jetzt nicht zum Trainer gegangen bin und gesagt habe, ey, ich will spielen, wie sieht's aus, sondern wo du es hast einfach auf dich zukommen lassen und du hast ja auch gesehen, dann die letzten 2 Bundesligaspiele stand ich auf einmal in der Startelf und habe über 65 Minuten jeweils gespielt. Generell hat sich meine Sichtweise sehr verändert. Ich glaube, man muss sehr dankbar sein für Situationen, in denen man ist. Wenn du weißt, dass du dich für so einen langen Zeitraum verletzt, hat es mir unfassbar viel geholfen, in dieser Reha kleine Schritte und kleine Ziele zu erreichen. Und das heißt, am Anfang habe ich mir gesagt, okay, nach 5 Monaten will ich wieder zurück sein und will wieder spielen. Nach 5 Monaten habe ich dann aber gemerkt, ey, ich kann nicht mal wirklich gehen, ich muss das jetzt erstmal wieder erlernen. Ich glaube, so kleine Ziele sind in so einer Reha extrem wichtig. Also wer auch immer da gerade Ähnliches durchmacht, setze kleine Ziele und sehe nicht nur das große Endziel. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, jeder Körper ist anders, du darfst nicht vergleichen, hart zu akzeptieren. Ich glaube, gerade in so einer Phase, jemand, der sich relativ zeitnah auch mir die Achillessehne gerissen hatte, war Martin Teré von Leverkusen, 3 Wochen nach mir, hat aber, glaube ich,
2-3 Monate vor mir wieder gespielt und es ist schon hart zu akzeptieren. Du musst halt deinem Körper auch die Zeit geben und hast da vielleicht auch keinen Einfluss darauf, sondern da hast du halt wieder nur Einfluss darauf, wie gehst du damit um. Ich glaube, dass man da in der Verletzung schon sehr viel gelernt hat. Ich glaube, dass man den Titel hätte nicht besser aussuchen kann. Es ist einfach, auf Gott zu vertrauen und Gott zu loben, wenn du an der Spitze bist. Das heißt, wenn alles gut läuft, wenn dein Leben geregelt ist und dir wirklich an nichts fehlt. Aber ich glaube, gerade in Zeiten, wenn du vielleicht etwas durchmachst, was du nicht so vorher gesehen hast, in Zeiten, wo du etwas durchmachst, wo du abhängig bist von anderen Menschen, wo du so eine Verletzung hast, dann zu zeigen, dein Glaube dich da rausholen wird und dich auch stärker machen wird. Ich glaube, das zeichnet einen auch so ein bisschen aus. The pain you're going through cannot be compared to the joy that's coming. Als ich mich damals verletzt habe, war mir relativ schnell klar, dass ich Leute mitnehmen will auf diesem Weg. Ich sag dir ganz ehrlich, es war gar keine einfache Zeit. Hab mich aber als Mensch trotzdem weiterentwickelt und bin trotzdem dankbar auch. Für neue Erfahrungen, wieder viel gelernt und so kann ich vielleicht auch ein Blessing sein für anderen und anderen Leuten helfen. Und das war auch so ein bisschen mein Ziel. Leuten zu zeigen, dass selbst wenn du auf dem höchsten Level bist, heißt nicht, dass da keine Rückschläge kommen können, heißt nicht, dass man da nicht durch schwere Zeiten gehen kann. Und gerade wenn du so etwas durchmachst vielleicht, gib nicht auf, sondern bleib dran. Du hast es gerade auch gehört, vergleiche dich nicht, sei geduldig und akzeptiere auch, dass jeder Körper anders ist und setz dir kleine Ziele. Das lohnt sich. Die Geduld zahlt sich aus. Das ist so ein Moment, wo ich sagen kann, die Doku Faith Over Fear ist vorbei. Wir haben viel erlebt, waren in verschiedenen Ländern, verschiedenen Kontinenten sogar. Ich glaube, an der Stelle kann ich auch nur bedanken, weil ich weiß noch, mein allererstes Video habe ich direkt aus dem Krankenhaus gemacht mit dem Handy und ist auch schon gut viral gegangen, aber war nicht so professionell wie jetzt. Ich glaube, für alle Leute, die das sehen und von Anfang an bis jetzt geguckt haben, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet wirklich auch ein bisschen auch Kraft draus ziehen. Für alle, die mich auch supportet haben in dieser Zeit, einfach nur Dankeschön. Ich glaube, war eine sehr anstrengende Zeit, aber es hat sich gelohnt und wir sehen uns wieder auf dem Platz. Und bei der WM.